Ja, hallo und willkommen zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es mal ein Video für Praktiker. Ich hatte ja versprochen, dass ich die einzelnen Schärfgerättypen vorstelle, der Reihe nach. Und heute beginnen wir mit meinem Liebling, dem Worksharp Knife and Tool Sharpener Mark II, für Freunde auch WS-KTS MK2. So, der Vorgänger von Worksharp, das sage ich kurz dazu, der kam raus 2010 und innerhalb von einem Jahr wurde das meiste kraftgetriebene verkaufte Schärfgerät in den USA. Wir vertreten die hier für Deutschland und danach europaweit als Distributor seit 2010. Ich habe immer noch mein erstes Muster. Mit diesem Muster schleife ich alle privaten Messen, habe ich alle Vorführungen gemacht, habe ich teilweise messenlang durchgeschliffen und es funktioniert immer noch wie am ersten Tag. Zum Prinzip des Gerätes. Es ist ein Bandschleifer und das ist eben genau das Prinzip, was wir im großen Maßstab auch hier bei uns in der Manufaktur benutzen, im Handabzug, in der Ausmacherei oder in der Handplisterei. Und das hat einen ganz wesentlichen Vorteil, dieses Band ist elastisch und dadurch wird der Schliff eben ballig. Es ist so, als hättet ihr das Messer, das Resultat ist so, als hättet ihr das Messer zu einem professionellen Schleifer gegeben, beziehungsweise ein Messer, ein Böker-Messer, das ihr von uns gekauft habt, ein Böker Soling, was dann hier kostenlos gratis nachgeschliffen wird im Werk, kann halt wirklich dasselbe Ergebnis haben wie dieses. Worksharp liefert das Gerät mit 3 Bändern. Das sind einmal 80 Grad, das empfehlen die nur für Gartengeräte, also Äxte, Spaten, Heckenscheren und ähnliches. Das ist relativ grob. Dann gibt es das 220er Band, das ist für Messer empfohlen im ersten Schritt. Und dann zum Finishen, das ist ein Riesensprung, erscheint es von 220 auf 6000, hat Worksharp aber ausgeheckt und es funktioniert erstaunlich gut. Das Gerät kann man mit und ohne vormontierter Winkelhilfe benutzen. Es gibt 2 Winkel, die hier vorgegeben sind. 20 Grad, das empfehlen die für Küchenmesser, und 25 Grad, das empfehlen die für Outdoor-Messer. Jetzt muss man allerdings wissen, diese 25 Grad sind nur die Neigung aufs Band. Das ist halt die tatsächliche Neigung des Bands. Die tatsächliche Schneidwinkel, der wird dann doppelt so groß sein. Also es ist so gesehen, das wird bei Schärfgeräten in der Regel so angegeben. Das ist eben der Winkel auf eine, ich entlehne den Begriff mal aus der Ballistik, von der Laufsäle auf die Klingensäle. Also eine gedachte Fläche, die durch die Mitte der Klinge verläuft. So, jetzt, bevor man ein Messer schärft, testet man natürlich immer noch mal, ob das überhaupt nötig ist. Und dieses Messer hier hat noch den Werkschliff. Das ist ganz klar. Ja, hier greift es nicht ganz so. Aber hier ist definitiv kein Schliff nötig. Aber es nutzt alles nichts. Wir haben nun mal relativ wenig stumpfe Messer hier in der Firma. Tut mir zwar ein bisschen weh. Und jetzt haben wir es stumpf. Und zwar ordentlich stumpf. Na, ein bisschen kann es noch. Ich wähle jetzt mal den vorgegebenen Winkel von Worksharp, also den empfohlenen, die 25 Grad. Setze das Messer hier am Ende der Schneide an, am Griff hin. Und hier ist es nicht so wie mit der Kettensäge oder mit dem Winkelschleifer, man geht nicht mit Gas rein, damit man sich hier am Ende, damit man sich da keine Kulle schleift. Das ist entscheidend, sondern man setzt es erst an, legt das Messer außen, jetzt ich starte eben entsprechend mit 220er Körnung, mit 220er Band. Man legt das Messer außen an, gibt dann Gas und zieht es gleichmäßig durch. Und damit die Spitze nicht verrundet, lässt man es auslaufen, wenn die Spitze auf der Mitte des Bandes ist. Oh, hier mit einem frischen Band, da müsste schon was passiert sein, aber es hat sich noch kein Grad aufgeworfen, das ist immer noch stumpf. Jetzt nehmen wir entsprechend die andere Seite und legen es dort an. Geben Gas und ziehen gleichmäßig durch. Da konnte man schon hören, da hat es kurz keinen Kontakt. Man kann hier auch noch bei der Zweier-Version so eine Klingenführung, damit einem die Spitze am Ende nicht abrutscht, anlegen. So. Ja, das ist noch nicht gleichmäßig. Das braucht auf jeden Fall noch 1, 2 Züge. Das wiederhole ich jetzt hier.
Hälfte des Bandes auslaufen lassen. So, ein Grad lässt sich jetzt nicht ertasten von einer Seite, das ist aber auch nicht immer der Fall. Das scheint schon gleichmäßig scharf geworden zu sein. Ich mache noch einen Zug links, rechts, damit ich auf der sicheren Seite bin. Immer schön Kontakt halten mit dem Band. Ja, und das ist jetzt wirklich in beide Seiten. Beide Seiten hat das jetzt schon richtig Zug, schon mit dem 220er Grit. Das beißt hier schon ganz ordentlich, aber die Schneide ist noch relativ rau. Jetzt zum Wechseln der Bänder drückt man es entsprechend nach unten, verdreht oben die obere Führungsrolle, die hakt sich dann fest und jetzt können wir das 6000er Band aufspannen. Und jetzt wiederholen wir das links, rechts und das gibt jetzt eine schöne Feinpolitur auf das Messer. Auch da, wenn das frische Bänder sind und man ordentlich mit den 220 ordentlich gearbeitet hat, dann sind hier auch nicht viel Züge nötig. Und jetzt hat das wirklich einen richtig schönen Biss wieder. Ich sollte jetzt auch diesen sogenannten Hair-Pop-Test machen, dass die Haare wirklich so wegspringen. Ja, das funktioniert doch schon wirklich ganz gut. Was man immer machen kann, das Messer wirklich hinterher nochmal wie ein Rasiermesser auf der Jeans abziehen. Das reinigt und poliert die Schneide immer noch ein bisschen. Und das Schöne an diesem Workshop Knife and Tool Sharpener ist eben, dass man auch wirklich sehr kleine Klingen damit schleifen kann. Man kommt auch mit der Winkelführung wirklich bis an die Fehlschärfe. Ich selber benutze diese Winkelführung nicht. Ich mache mein Messer einfach ganz gerne so scharf wie möglich. Und ich gehe so flach wie es möglich ist, ohne dass ich mir die Seite, also die sogenannte Primärphase oder den Anschliff verkratze. Und ich lege das Messer einfach an das Band und lasse eine Klingenrückenbreite Abstand. Und dann ziehe ich es über das Messer, über das Band. Und das kostet eigentlich nicht viel Übung. Das kann man wirklich optisch relativ leicht hinkriegen. Und ein ganz bisschen verzeiht das Band eben auch, weil es elastisch ist. Was man auch gut machen kann, das heißt ja eben nicht nur Knife Sharpener, sondern Knife and Tool Sharpener. Das sind wirklich alle anderen möglichen Geräte wie Äxte oder Spaten, Macheten. Dazu kann man auch freihand arbeiten. Man kann hier die Kassette kippen und dann kann man die Axt natürlich im Idealfall, nehmen wir mal eine Axt als Beispiel, Äxte können eigentlich zumindest ab Werk, die ist schon gar nicht schlecht, ist ja auch nur von uns, aber die können immer was vertragen. Die sind nie rasiermesserscharf, sollen sie eigentlich auch nicht sein. Dann nehmen wir jetzt auch mal das 30er Band im ersten Schritt. Also eine Axt, so ein Axtblatt vorne schon relativ dick ist. Hier arbeitet man dann ohne die Winkelhilfe. Ja, das sitzt noch nicht ganz. Man kann das einspannen natürlich, muss man aber nicht unbedingt. Die Axt kann man auch hier so schräg auf den Tisch legen, also flach auf den Tisch. Und dann geht man hier mit dem Band einfach drüber. Das Schöne ist, dass auch ein bisschen Verkippen hier nicht ganz so schlimm ist, weil das Band eben entsprechend der Balligkeit ein bisschen folgt. Das Gerät ist sehr vielseitig. Je länger man es hat, desto mehr fällt einem auf, was man damit machen kann. Man kann zum Beispiel nach innen gebogene Klingen wunderbar damit schleifen. Man kann sogar, ich habe hier kein Beispiel, aber die gekröpften Schnitzmesser, um Löffel und Tassen auszuschnitzen, die kann man von innen schleifen. Also das Gerät hat, was Schleifen angeht,
praktisch nicht wirklich Grenzen. Man kann sogar Wellenschliff damit nachschleifen. Der verliert bei jedem Nachschleifen ein bisschen was von seiner Gleichmäßigkeit. Man kann das ein paar Mal machen und sollte es dann entsprechend irgendwann wieder zum Hersteller geben. Aber ich habe hier ein Messer, das ist richtig schartig. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann in der Kamera. Ich drehe es mal ein bisschen hin und her. Da sind richtige Scharten drin. So, und da kann man auf jeden Fall mit einem schönen 220er Band dran gehen. Da macht man hier erstmal nichts mehr kaputt. Man schaut sich natürlich an, von welcher Seite der Wellenschliff geschliffen ist und geht von der Seite vorsichtig über die Kanten, das muss man freihand machen, über die Kanten von dem Band und natürlich dann vom Band weg, weil sonst würde man sich, die Laufrichtung muss von der Schneide weg sein, weil man sich entsprechend sonst das Band natürlich zerschneiden würde. Und dann zieht man es einfach über die Zähne. Wie eine glatte Schneide im Prinzip, nur dass man es eben an die Kanten anlegt. Und das macht man einmal in jede Richtung. Mal gucken, das hat ja wirklich viel gehabt, aber das war es schon. Jetzt gehen wir noch über das 6000er Band, polieren, wieder von der Seite des Schliffes. Und ziehen jetzt noch einmal von der Gegenseite ganz flach ab. Mit leichter Neigung nochmal in beide Richtungen. Das ist natürlich ein Wellenschliff, das fühlt sich hier im Schaumstoff ein bisschen anders an, das ist klar. Aber auch hier ist die Performance natürlich wieder ganz hervorragend. Wie gesagt, dieses Messer, weil ich wirklich ein Nutzmesser-Fan bin, ist meine bevorzugte Methode, weil ich wirklich alles damit sehr gut und sehr schnell schleifen kann, mit einem exzellenten Ergebnis. Der Schliff wird eben nicht nur sehr scharf, sondern er ist auch sehr, durch die Balligkeit ist er auch eben sehr nachhaltig. Er bleibt auch relativ lange scharf. Es ist aber, wie gesagt, etwas für jemanden, der wahrscheinlich eher solche schönen kleinen Gebrauchsmesser mit viel Handarbeit benutzt, die nicht so eine ganz gleichmäßige Schneide dann bekommen werden, sondern eine ballige, die leicht verrundet ist. Und es ist vielleicht weniger etwas für jemand, der gerne so einen traumhaften Premium-Folder, wie hier zum Beispiel das Böker Plus Collection 23, führt, wo wirklich jeder Abstand sowieso ganz gleichmäßig ist und man eine ganz gleichmäßige polierte Schneide haben möchte. Dafür ist es vielleicht nicht die erste Wahl. So, das war es im Groben zu diesem kleinen Wundermaschinchen. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan. Ich hoffe, es war was für euch dabei. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim nächsten Schärfgerät.